Was wäre, wenn das Aufladen Ihres Autos nicht länger dauern würde als ein Boxenstopp an der Tankstelle? Genau das verspricht BYD. Und wenn es wahr ist, könnte es die Elektroautos, wie wir sie kennen, aus den Angeln heben. Während Tesla den Weg bahnt und die Schlagzeilen und Autobahnen beherrscht, bereitet sich ein mächtiger Konkurrent aus China still und leise auf eine Übernahme unter Hochspannung vor, und Elon Musk könnte gerade die Hitze spüren. Dieser aufstrebende Moloch baut nicht nur Elektroautos, sondern bringt auch Hochleistungsmaschinen zu atemberaubend niedrigen Preisen auf den Markt. Das Ergebnis: die Konkurrenten sind in Aufruhr. Die Strategien verschieben sich, und einige haben bereits das Nachsehen. Wird die Krone der Elektroautos bald den Besitzer wechseln? Schnallen Sie sich an, denn was als nächstes kommt, könnte die Zukunft unserer Fortbewegung völlig neu gestalten. All-in-One-Strategy. Bevor wir uns mit BYDs jüngstem elektrisierendem Durchbruch befassen, lassen Sie uns zurückspulen und herausfinden, wie dieser Underdog zu einem globalen Kraftpaket wurde. Einst nur ein kleiner Fleck auf dem Radar, hat sich BYD zu einem erbitterten Konkurrenten entwickelt, der sogar Tesla ernsthaft Konkurrenz macht. Die Geschichte beginnt im Jahr 1995 mit Wang Chuanfu, einem brillanten Chemiker mit einer kühnen Vision. Während die Welt mit klobigen Nokia-Handys beschäftigt war, sah Wang einen dringenden Bedarf: Batterien. Mit nur 20 Teammitgliedern und $300.000 gründete er BYD in Shenzhen. Es dauerte nicht lange, bis sich das Unternehmen in der Batterieindustrie durchsetzte. Dann kam ein kühner Sprung. Im Jahr 2003 kaufte BYD die Jinchuan Automobile Company und stürzte sich mit voller Kraft ins Autogeschäft. Aber sie waren nicht einfach nur ein weiterer Autohersteller. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Batterien hatte BYD einen Vorteil, den es gut nutzte. Anders als die traditionellen Autogiganten setzte BYD voll auf vertikale Integration. Sie haben nicht nur Autos zusammengebaut, sondern alles von Grund auf neu entwickelt: Batterien, Motoren, Elektronik und vieles mehr. Dies ermöglichte ihnen eine unübertroffene Effizienz und Kostenkontrolle. Aber jetzt kommt der Clou. 2008 wurde Warren Buffett auf das Unternehmen aufmerksam. Das Orakel von Omaha investierte über Berkshire Hathaway $230 Millionen für einen Anteil von 9,9%. Es ging nicht nur um die Finanzierung, sondern um ein weltweites Gütesiegel, das BYD ins Rampenlicht katapultierte. Und BYD war nicht zu bremsen. Mit dem F3DM, dem weltweit ersten serienmäßig hergestellten Plug-in-Hybrid, war BYD seiner Zeit weit voraus. Während die etablierten Autohersteller noch an der Feinabstimmung ihrer Benzinmodelle arbeiteten, schrieb BYD das Drehbuch neu. Sie stürzten sich in das elektrische Zeitalter, ohne zu zögern, ohne zurückzuschauen. Heute steht BYD an der Spitze der Revolution der neuen Energiefahrzeuge. Von eleganten Limousinen und robusten SUVs bis hin zu Elektrobussen, die ganze Städte mit Strom versorgen, sind sie überall zu finden. Während andere über den Übergang reden, ist BYD der Übergang. Sie dominieren China, den größten E-Fahrzeugmarkt der Welt. Und ihr Einfluss wächst nun auch in Nordamerika, Europa und Südostasien rasant. Was ist ihr Geheimnis? Modernste Batterietechnologie, unübertroffene Fertigung und eine furchtlose, zukunftsorientierte Denkweise. Es geht nicht nur darum, mit Tesla mitzuhalten, BYD will die Zukunft der Mobilität neu definieren. Super DM Hybrid Tech. Mit Blick auf die Zukunft wird BYD die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, verändern, da die Welt nach sauberer, grüner Energie strebt. Die Zukunft wird elektrisch sein. Und BYD geht den Weg voran. BYDs Super DM, Dual Mode, Plug-in-Hybrid-Technologie ist eine große Sache. Mit erstaunlicher Effizienz und Leistung setzt sie die Messlatte für alle anderen hoch. Sein Herzstück ist der 1,5-Liter-Motor von Zhaoyun, ein kleines Biest, das mit einem unglaublichen thermischen Wirkungsgrad von 43,04% arbeitet. Das ist eine schicke Umschreibung dafür, dass er aus jedem Tropfen Kraftstoff mehr Energie herausholt als die meisten Hybridmotoren auf dem Markt und sie in den Schatten stellt. Bessere Verbrauchswerte und weniger Emissionen, perfekt für alle, die umweltfreundlich fahren wollen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Das Super DM-System kombiniert Elektro- und Benzinantrieb wie ein Profi und sorgt so für eine spritzige Beschleunigung und eine seidenweiche Fahrt. Und das alles bei hoher Effizienz. Dieses System erreicht in bis zu 80% der Fälle die volle Leistung. Es ist,
als wäre der Motor immer an seinem Lieblingsort und würde Leistung abgeben, ohne Kraftstoff zu verschlingen. Außerdem ist er intelligent genug, um je nach Fahrsituation zwischen Elektro- und Hybridbetrieb zu wechseln, sodass Sie immer das Beste aus beiden Welten erhalten. Im Gegensatz zu älteren Hybriden, die stark auf Gas setzen, steht bei BYD die elektrische Energie an erster Stelle, was den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen noch weiter senkt. Deshalb ist es führend auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Fahren. Nehmen wir zum Beispiel den Song Plus DMI. Er verbraucht nur 6 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Für einen Hybrid-SUV ist das ziemlich beeindruckend. Die Hybridfahrzeuge von BYD können sich jetzt mit den großen Herstellern wie Toyota messen. Aber sie haben einen Vorteil durch ihre erstklassige Batterietechnologie, mit der sie länger mit reinem Strom fahren können. Sie haben den Kraftstoffverbrauch gesenkt, ohne an Leistung oder Fahrspaß einzubüßen. Etwas, das man von normalen Hybridfahrzeugen nicht immer behaupten kann. Diese Technologie bietet ihnen mehr Leistung und einen besseren Verbrauch als die Vorgängermodelle. Sie werden den sofortigen Kick des Hybridantriebs spüren, der den reinen Benzinern in Sachen Beschleunigung den Rang abläuft. In Kombination mit BYDs ausgeklügelter Blade-Batterie und einer cleveren Energiekontrolle sorgt er für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Verbrennungs- und Elektromotor. Die Plug-in-Hybride von BYD sind ein guter Kompromiss zwischen Elektroautos und Oldtimern. Praktisch, umweltfreundlich und ein echter Fahrspaß. Klingon Battery Revolution. Lassen Sie uns über die Blade-Batterie von BYD sprechen. Die Blade-Batterie ist ein völlig neuer Ansatz, der Elektrofahrzeuge sicherer und intelligenter macht. Im Gegensatz zu den üblichen Lithium-Ionen-Batterien, die dicht gepackt sind und überhitzen oder sogar Feuer fangen können, hat die Blade-Batterie einen coolen Trick in petto. Sie ist mit langen, dünnen Zellen ausgestattet, die die Wärme viel besser verteilen, so als ob die Batterie Platz zum Atmen hätte. Dieser clevere Aufbau macht die Batterie extrem widerstandsfähig gegen Kurzschlüsse und verringert das Risiko von Bränden oder Explosionen, ein Problem, mit dem die Hersteller von Elektrofahrzeugen schon immer zu kämpfen hatten. Sie hat sogar einen Härtetest bestanden, bei dem sie mit einem Nagel durchbohrt wurde und nicht einmal rauchte oder Funken schlug. Das ist viel sicherer als die üblichen Lithium-Ionen- oder Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien, die es gibt. Aber es geht nicht nur um Sicherheit. Die Klingon-Batterie bietet auch mehr Effizienz und Ausdauer. Er verwendet die Lithium-Eisenphosphat-Chemie LFP, die felsenfest stabil ist und viel länger hält. Während andere Batterien nach vielen Ladevorgängen abgenutzt sein können, hält diese Batterie sehr lange durch und bietet Ihnen im Laufe der Zeit mehr Leistung für Ihr Geld. Sie ist der Superheld unter den EV-Batterien. Sicher, effizient und langlebig. Es ist nicht nur sicher, sondern auch superschlau. Die Bauweise ermöglicht es, mehr Leistung auf weniger Raum unterzubringen, sodass die Elektrofahrzeuge von BYD weiterfahren können, ohne große, sperrige Batterien zu benötigen. Das bedeutet, dass die Autos von BYD in puncto Reichweite und Zuverlässigkeit mit anderen Elektroautomarken mithalten oder sie sogar übertreffen können. Hier kann BYD im Vergleich zu Konkurrenten wie Tesla wirklich glänzen. Während Tesla wegen der hohen Leistung auf nickelbasierte Batterien setzt, sind diese mit Problemen wie Sicherheitsrisiken und teurem, schwer zu beschaffendem Kobalt verbunden. BYD hat mit seiner Lithium-Eisenphosphat-LFP-Technologie einen anderen Weg eingeschlagen. Es ist billiger, sicherer und benötigt keine seltenen Materialien, was es einfacher macht, großartige Elektroautos zu produzieren, die kein Vermögen kosten und viel länger halten. Dieser Schritt hat BYD zu einem Kraftpaket in China und auf der ganzen Welt gemacht. Ihr neuester Trick? Das 945-Volt-System des BYD Han-L, ein ausgeklügeltes System, das blitzschnelles und äußerst effizientes Aufladen ermöglicht. Stellen Sie sich vor, das Han-L kann den Saft in nur 10 Minuten von 16% auf 80% aufladen, wenn die Bedingungen stimmen. Außerdem kann sein Schnellladesystem mit 2 Spendern auch bei minus 30 Grad Celsius noch in weniger als 24 Minuten aufgeladen werden. Das ist das nächste Level. Mit schnellem Laden, erstklassiger Sicherheit und Batterien. Die lange halten. Ist BYDs Blade-Batterie in der Welt der Elektrofahrzeuge ganz vorne mit dabei. Ein Programm für alle. Die Fahrzeugpalette von BYD ist schnell gewachsen und bietet für jeden etwas, ohne dass der Elektroantrieb in den Hintergrund tritt. Nehmen Sie den Song Plus, ein schickes, kompaktes Crossover-SUV. Es gibt ihn in 2 Varianten. Als Plug-in-Hybrid, DMI für diejenigen,
die eine Mischung aus Gas- und Elektroantrieb wünschen und als vollelektrische Version für die ganz und gar umweltbewussten Menschen. Diese Flexibilität hat ihn zu einem großen Erfolg gemacht, nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt. Sie beweist, dass BYD erschwingliche Hightech-SUVs bauen kann, die den Automarken der alten Schule das Wasser reichen können. Mit seinem coolen Aussehen, der intelligenten Technik im Inneren und einer Reichweite, die sie weiterbringt, ist es kein Wunder, dass Menschen, die auf umweltfreundliche Fahrzeuge umsteigen, ihn lieben. Und dann ist da noch der BYD Handgetter, der 2025 auf den Markt kommt und BYD Star im Spiel der schicken Elektrolimousinen wird. Er ist bereit, es mit großen Namen wie dem Tesla Model S und dem Mercedes-Benz EQS aufzunehmen. Beim HNL geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Stil. Er basiert auf der Dynasty-Serie von BYD und ist eine Anspielung auf die chinesische Kultur. Denken Sie an die Phoenix Wing-Rückleuchten, die wie von Zauberhand leuchten, und an Details im Innenraum, die aussehen, als wären sie mit einem Pinsel gemalt worden. Er ist ein Hingucker, der Luxus mit BYDs Elektro-Know-how verbindet. Unter seinem atemberaubenden Äußeren verbirgt sich der BYD HAN-L ein Kraftpaket. Er ist mit der neuesten Blade-Batterie und einem Doppelmotor ausgestattet, der unglaubliche 1101 PS leistet, genug, um es mit einigen der schnellsten Autos der Welt aufzunehmen. Und mit seinem superschlauen 945 Volt Stromsystem und blitzschnellem Aufladen zeigt der HAN-L, dass BYDs Elektroautos zur Spitzenklasse gehören. Und dann ist da noch der Tang Li, ein schicker SUV, der auf dem Erfolg von BYDs Union Tang aufbaut. Diese Schönheit verfügt über einen geräumigen Innenraum, der mit edlen Materialien und modernster Fahrerassistenztechnik ausgestattet ist und damit eine ernstzunehmende Größe unter den High-End-SUVs darstellt. Wie der HAN-L ist er als reines Elektroauto oder als Plug-in-Hybrid erhältlich, wobei Sie die Motoren an Ihren persönlichen Stil anpassen können. Die DMP-Version des Tang L zum Beispiel verfügt über ein Doppelmotorsystem, das eine enorme Leistung liefert und gleichzeitig klug mit Energie umgeht. Ein perfektes Beispiel für BYDs Hybridmagie. Unglaublich ist, wie BYD all diese Kraft und Leistung bereitstellt, ohne die Bank zu sprengen. Mit seinen 1101 Pferdestärken kann der HAN-L nicht nur mit den besten Elektroautos mithalten. Er kann sogar mit einigen Hypercars mithalten. Der Song Plus und der Tang L stehlen sowohl Alltagsfahrern als auch Luxusliebhabern die Show. Sie bieten modernste Technik zu Preisen, die Automarken der alten Schule überteuert aussehen lassen. BYD ist ein Vorreiter auf dem Gebiet des elektrischen Fahrens mit einer Produktpalette, die von Hybriden über Elektroautos bis hin zu Luxusfahrzeugen reicht. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und das besser und billiger als die Konkurrenz. BYD gegen Tesla. Wenn es um Elektrofahrzeuge geht, sind BYD und Tesla zwei Schwergewichte. Aber sie spielen das Spiel auf völlig unterschiedliche Weise. Die Geheimwaffe von BYD: erschwingliche Preise. BYD hat eine breite Palette von Elektro- und Hybridfahrzeugen im Angebot, die den Geldbeutel nicht ausleeren, im Gegensatz zu Tesla, das sich vor allem auf das schicke High-End-EV-Publikum konzentriert hat. BYDs kluger Schachzug ist es, sowohl alltägliche Käufer als auch Luxusliebhaber anzusprechen und so eine große Bandbreite an Fans zu gewinnen. In China kosten die vollelektrischen Autos von BYD, wie der Dolphin und der Seal, viel weniger als Teslas Model 3 und Model Y. Dieser niedrigere Preis bedeutet, dass mehr Menschen einsteigen können. Und BYD hat es geschafft, Tesla bei den weltweiten Elektroautoverkäufen mehr als einmal zu übertreffen. Das ist der Beweis, dass sie groß rauskommen und gewinnen können. Und dann ist da noch das Batteriegeschäft, bei dem sich die Wege der beiden wirklich trennen. Tesla hat sich mit externen Batterieherstellern wie Panasonic, CATL und LG Energy Solution zusammengetan. BYD hingegen macht mit seiner großartigen Blade-Batterietechnologie alles selbst. Indem BYD alles im eigenen Haus macht, spart es Kosten und umgeht Lieferprobleme, die andere ausbremsen. Es ist, als ob sie ihre eigene Supermacht aufgebaut hätten. BYD hat mit seinen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien LFP einen Trick in petto. Diese bösen Jungs sind billiger, sicherer und halten länger als die nickelbasierten, die Tesla bisher verwendet hat. Sicher. Tesla hat damit begonnen, LFP in einigen Autos zu verwenden. Aber BYD ist bereits der Champion in der Herstellung und Produktion dieser Akkus wie ein Profi. Früher war Tesla der König in Sachen Reichweite, Schnellladung und Effizienz. Aber BYD holt schnell auf.
Tesla ist mit seinem Supercharger-Netz und seinen schnellen Antrieben immer noch der Rockstar unter den Langstreckenautos. Aber BYD schlägt mit raffinierten Upgrades zurück. Wiese B. Dem 945-Volt-Stromsystem in Topmodellen wie dem Han L und Tang L, das wahnsinnig schnell lädt. Ihre neuesten Elektroautos kommen der Reichweite von Tesla so nahe, dass eines von Teslas großen Rechten zu schrumpfen beginnt. Das ist ein weiterer Gewinn für BYD. Sie haben Plug-in-Hybride, PHEVs, in ihrem Angebot, die perfekt für Leute sind, die noch nicht bereit sind, voll elektrisch zu fahren. Da Tesla in diesem Bereich nicht mitspielt, hat BYD ein breiteres Netz, um alle Arten von Fahrern anzusprechen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder was sie brauchen. BYD ist mit seinen geldbörsenfreundlichen Preisen auf dem Vormarsch und setzt Tesla als Platzhirsch unter Druck. Tesla hat Nordamerika und Europa für eine Weile beherrscht. Aber BYD schleicht sich mit erschwinglichen Elektroautos ein, die die Blicke auf sich ziehen und einen Teil des Rampenlichts stehlen. In China macht die Stärke von BYD Tesla starke Konkurrenz. Mit BYDs Vorstoß nach Südostasien. Lateinamerika und sogar Europa bröckelt Teslas bisher sichere Position auf dem Markt schnell ab. Darüber hinaus steigert BYDs Diversifizierung in den Bereich der kommerziellen Elektrofahrzeuge wie Busse und Lastwagen auch die Einnahmen. Ein Bereich, in den sich Tesla noch nicht vorgewagt hat. Aus den jüngsten Entwicklungen geht hervor, dass es nicht nur BYD gegen Tesla sein wird. Stattdessen steht ein ständiger, lebhafter Wettbewerb bevor. Das wahrscheinliche Ergebnis wird darüber entscheiden, welches Unternehmen sich in den nächsten Jahren als Marktführer durchsetzen wird. Während Tesla und BYD um die Vorherrschaft in der Elektromobilität kämpfen, unternimmt eines der beiden Unternehmen im Stillen Schritte, die den globalen Markt in einer Weise aufrütteln könnten, die niemand erwartet hat. Going global. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie BYD die Welt erobert und sogar in den USA Wellen schlägt. Das Unternehmen setzt alles daran, Geld in Fabriken, Forschung und Vertrieb rund um den Globus zu stecken. Eine der größten Investitionen ist die $250 Millionen teure Wette auf Nordamerika, wo das Unternehmen in Lancaster, Kalifornien, eine Fabrik für Elektrobusse und Lastwagen errichtet hat. Hier werden batteriebetriebene Busse und Lastwagen für Städte, Lieferfirmen und Verkehrssysteme in den gesamten USA hergestellt. Und Kanada. Mit über 700 verkauften Bussen ist BYD ein wichtiger Akteur, der Nordamerika beim Umstieg auf umweltfreundlichere Fahrzeuge hilft. Aber sie machen nicht bei Bussen und Lastwagen Halt. BYD schleicht sich in die US, auch in die Pkw-Szene ein, selbst wenn sie durch heikle Zölle und Handelsbestimmungen gebremst werden. Im Gegensatz zu Tesla und anderen einheimischen Herstellern von Elektrofahrzeugen geht BYD die Sache gelassen an und beginnt mit seinen grundsoliden Nutzfahrzeugen, um die Leute zu überzeugen. Jetzt bereitet sich BYD mit seiner großartigen Batterietechnologie und seinen günstigen Preisen darauf vor, seine Elektroautos den amerikanischen Fahrern zugänglich zu machen. Wenn sie es schaffen, dann aufgepasst. Sie könnten den US-Markt aufrütteln, Markt für Elektroautos aufmischen und die Konkurrenten dazu zwingen, ihre Preise zu senken und ihr Angebot schnell zu verbessern. BYD stößt auf einige Hindernisse durch amerikanische und europäische Handelsregeln, die sich gegen chinesische Elektroautohersteller richten. In Europa wurden die Elektroautos von BYD mit einer Steuer von 17% belegt, um die Flut erschwinglicher chinesischer Fahrzeuge einzudämmen, die nach Ansicht lokaler Unternehmen einen unfairen Vorteil bieten. Drüben in den US haben strenge staatliche Vorschriften BYD vom Direktverkauf an amerikanische Käufer weitgehend ausgeschlossen. Aber BYD gibt nicht auf. Sie denken sich clevere Wege aus, um dies zu umgehen. Es wird gemunkelt, dass sie damit beginnen könnten, Autos in Ländern wie Europa oder Mexiko zu bauen. Auf diese Weise könnten sie ihre E-Autos in die USA schmuggeln, ohne von den saftigen Importgebühren getroffen zu werden. Während BYD seine Flügel ausbreitet, ist sein Spielplan eine erfolgreiche Mischung. Mörderische Preise, erstklassige Technik und lokale Niederlassungen. Das funktioniert in China, Lateinamerika und Teilen Europas wunderbar und zeigt, dass sie sich den Kundenwünschen anpassen können. Da sich immer mehr Menschen nach Elektroautos sehnen, kann BYD dank seiner Fähigkeit, die Produktion hochzufahren, neue Märkte zu erschließen und Handelshürden zu umgehen, den westlichen Giganten direkt vor der eigenen Haustür Paroli bieten. Final Takeoff?
Wenn BYD unter diesem globalen Druck nicht einknickt, könnte das Unternehmen an die Spitze der Welt der Elektrofahrzeuge aufsteigen. China ist schon jetzt der große Boss in der Welt der Elektrofahrzeuge. Und BYD ist der Vorreiter. Ihr CEO, Wang Chuanfu, ist auch nicht schüchtern, wenn es darum geht. Er sagt, dass China im Bereich der Elektroautos allen anderen 3 bis 5 Jahre voraus ist. Dank seines Vorsprungs in der Batterietechnologie, der einheimischen Lieferketten und der Unterstützung durch die Regierung, die Unternehmen wie BYD dazu bringt, den Globus zu beherrschen. China ist so weit voraus, dass es im Jahr 2023 an Japan vorbeiziehen und zum weltweit größten Autoexporteur werden wird. Das liegt daran, dass die Menschen überall in Europa, Südostasien und Südamerika nicht genug von chinesischen Elektroautos bekommen können. Während die Autohersteller der alten Schule immer noch überlegen, wie sie sich von den Benzinmotoren verabschieden können, haben BYD und andere chinesische Marken von Anfang an auf Elektroautos gesetzt, was ihnen einen enormen Vorteil bei der Batterieleistung, der Reichweite und den niedrigen Preisen verschafft. Auch die chinesische Regierung setzt auf Subventionen, Steuererleichterungen, Verkaufsquoten für Elektroautos und zahlreiche Ladestationen, um den Umstieg auf Elektroautos so einfach wie möglich zu machen. In der Zwischenzeit haben Orte wie die US und Europa mit lückenhaften Vorschriften und nicht genügend Ladestationen, was die Entwicklung verlangsamt. Dank ihrer enormen Größe können chinesische Unternehmen wie BYD erstklassige E-Fahrzeuge zu weitaus niedrigeren Preisen als westliche Marken bauen, was sie für Käufer weltweit zu einem Schnäppchen macht. Sicher. Handelsbarrieren und Zölle der US und Europa versuchen, den Markt auszubremsen. Aber BYD ist dafür zu clever. Sie errichten Fabriken in anderen Ländern, um die Gebühren zu umgehen. Mit blitzschnellen Innovationen und einer ausgeklügelten Fertigung hat China die Nase vorn im Rennen um Elektroautos. Wenn BYD weiter Gas gibt, könnte dem Unternehmen die Zukunft des Automobils gehören, während die traditionellen Autohersteller noch aufholen müssen. Könnte BYD die Welt der Elektroautos erobern? BYD, ein großer Name im Bereich der Elektroautos, ist auf dem Vormarsch und lässt die Frage aufkommen, ob es die Elektroautoindustrie beherrschen wird. Das chinesische Unternehmen hat einige clevere Tricks in petto. Es stellt seine eigene spezielle Blade-Batterie her, was die Kosten niedrig und die Autos sicher hält. Außerdem baut das Unternehmen fast alles selbst, sodass es nicht auf andere für Teile warten muss. Das bedeutet, dass BYD seine E-Autos viel billiger verkaufen kann als viele Konkurrenten. Und das bei gleichbleibend hoher Qualität. Da China bei den Elektroautos führend ist, verkauft BYD tonnenweise Autos und breitet sich schnell über den ganzen Globus aus. Aber Moment mal, die Autogiganten der alten Schule wie Volkswagen, General Motors und Toyota schauen nicht nur vom Spielfeldrand aus zu. Sie investieren Milliarden in den Bau ihrer eigenen Elektroautos und arbeiten mit Batterieexperten zusammen, um ihren Rückstand aufzuholen. Diese Marken sind sehr bekannt, vor allem in Ländern wie den US und Europa. Und sie haben eine treue Fangemeinde. Das Problem? Sie haben immer noch mit einer teuren Produktion, Batterieknappheit und Lieferproblemen zu kämpfen. Dinge, die BYD bereits herausgefunden hat. Die Millionen-Dollar-Frage lautet nun: Können die traditionellen Autogiganten schnell genug sein, um preisgünstige Elektroautos auf den Markt zu bringen, bevor BYD ihnen den Rang abläuft? Ein wichtiger Grund für den Vorsprung von BYD im Rennen um die Elektroautos ist ganz einfach: die Kontrolle. Das Unternehmen hat die Kontrolle über die gesamte Show. Von der Herstellung eigener Batterien und Halbleiter bis hin zur Montage ganzer Fahrzeuge, BYD wartet nicht auf Drittanbieter. Das ist ein echter Vorteil. Vergleichen Sie das mit Tesla, das immer noch von verschiedenen Batterieherstellern abhängig ist, oder mit älteren Autoherstellern, die sich bei wichtigen Teilen auf Giganten wie CATL oder LG verlassen. Diese Unternehmen können sich in Lieferkettenverlangsamungen und unvorhersehbaren Preiserhöhungen verheddern. Aber BYD ist wendig, kosteneffizient und blitzschnell. Diese Art von Unabhängigkeit ist der Grund dafür, dass BYD Elektroautos in halsbrecherischem Tempo produzieren und schnell in Asien, Europa und Lateinamerika expandieren kann. Das Unternehmen baut nicht einfach nur Autos, es schreibt die Spielregeln neu. Aber halt, es sind nicht nur glatte Straßen, die vor uns liegen. BYD hat noch einige Schwierigkeiten zu überwinden. Geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und skeptische westliche Verbraucher, die zögern.
Eine chinesische Marke zu akzeptieren, könnten dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung machen. Und die großen Jungs sollten noch nicht aufgeben. Die traditionellen Autohersteller haben immer noch eine Menge Power. Sie haben treue Kunden, ein tief verwurzeltes Händlernetz und großen Einfluss in Märkten wie den USA und Europa. Das Fazit: BYD hat die Kraft, die Geschwindigkeit und die Technologie, um die Krone der Elektroautos zu erobern, wenn das Unternehmen weiterhin innovativ bleibt und die Fallstricke vermeidet. BYD hat alles, was es braucht, um an der Spitze zu stehen. Aber die gesamte Branche zu dominieren, das ist in diesem wilden, sich ständig weiterentwickelnden Rennen noch offen. Danke fürs Zuschauen. Jetzt wollen wir von Ihnen wissen, ob BYD das Steuer übernehmen und die Welt der Elektroautos in die Zukunft führen wird, oder ob die Giganten der alten Schule ein Comeback feiern werden. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Drücken Sie den Gefällt mir-Button und vergessen Sie nicht, uns für weitere spannende Updates zu abonnieren. Auf Wiedersehen und bis später.